Stell dir vor, du tauchst ein in eine Welt, die so still ist, dass du deinen eigenen Herzschlag hörst. Und so lebendig, dass du kaum glauben kannst, was du siehst. Willkommen im Korallendreieck, dem artenreichsten Meeresgebiet der Erde. Wir starten in Manado, der Hauptstadt der indonesischen Provinz Nord-Sulawesi, bei der auch der internationale Flughafen liegt. Nach kurzem Transfer zum Hafen fährt man circa eine halbe Stunde mit dem Boot zu den Ressorts der Insel Bunaken. Dort beginnt unser Tauchurlaub, der uns zu insgesamt 3 betauchbaren Inseln führt. Kaum sind wir im Wasser, sehen wir bereits die ersten Schildkröten. In diesen Gewässern treffen wir vor allem 3 Arten: grüne Meeresschildkröten und echte und unechte Karettschildkröten. Grüne Meeresschildkröten können eine Panzerlänge von bis zu 1,5 Metern erreichen und bringen dann stolze 180 Kilo auf die Waage. Sie ernähren sich von Seegras und Algen. Wenn sie wach und aktiv sind, können sie 5 Minuten unter Wasser bleiben. Dann müssen sie auftauchen, um an der Oberfläche Luft einzuatmen. Wenn die Schildkröten aber ruhen oder schlafen, können sie ihren Herzschlag auf nur einen Schlag alle 9 Minuten reduzieren. In diesem Zustand können sie bis zu 5 Stunden unter Wasser bleiben. Du fragst dich vielleicht, wie du die Schildkröten unterscheiden kannst. Grüne Meeresschildkröten haben einen eher runden Schnabel. Die Hornplatten im hinteren Teil ihres Panzers haben relativ weiche Radien. Karettschildkröten hingegen haben einen faltenartigen Schnabel. Außerdem sind ihre Hornplatten schuppenartig, ähnlich einem rauen Sägeblatt geformt. Hier unten erscheint alles entschleunigt. Farben und Lichtreflexe wirken intensiver und selbst die Zeit scheint den Atem anzuhalten. Die farbenprächtigen Federsterne besitzen bis zu 200, meist sehr klebrige Fiederarme. Sie verankern sich gerne an Schwämmen oder Gorgonien und strecken ihre Arme in die Strömung, um Plankton zu filtern. Federsterne sind nicht an einen Standort gebunden, sondern frei beweglich. Sie können kriechen und sogar schwimmen. Bunaken ist ein Dorado für Gorgonienliebhaber. Gorgonien bevorzugen strömungsreiche Zonen, um Plankton effizient filtern zu können, und Strömung gibt es hier häufig zur Genüge. Da diese üblicherweise horizontal verläuft, richten sich die Gorgonien senkrecht aus, um möglichst viel Plankton abzubekommen.
Siehst du einen Gorgonienfächer, der waagerecht ausgerichtet ist Vorsicht angesagt. Dies zeigt an, dass die Strömung an dieser Stelle von oben nach unten gehen kann. Ich hatte heuer erstmalig das zweifelhafte Vergnügen, in einem Downstream in wenigen Sekunden ca. 10 Meter nach unten gezogen zu werden. Gorgonien sind außerdem die Heimat der nur ca. 10 mm großen Pygmäen-Seepferdchen. Man muss sich schon richtig anstrengen, um diese Meister der Tarnung zu entdecken. In besonders beliebten Tauchplätzen Lecuan 1, 2 und 3 treffen wir immer wieder ganze Schulen von Rotzahndrückerfischen. Warum diese so heißen, obwohl sie wunderschön blau gefärbt sind, siehst du auf diesem Foto. Sie ernähren sich von Zooplankton und kleinen Wirbellosen und sind anders als zum Beispiel die Titandrückerfische eher scheu und nicht aggressiv. Nach einigen Tagen müssen wir weiter. Unser nächstes Ziel ist die Insel Banka. Das fast nagelneue Fiberglasboot mit zwei 200 PS Außenbordmotoren bringt uns dank Null-Seegang mit fast 35 Seemeilen in Rekordzeit, aber sehr angenehmer Fahrt zu unserem nächsten Tauchresort. Während der Fahrt finden wir auch noch Zeit für 2 ausgedehnte Tauchgänge. Diejenigen, die Banka bereits besucht haben, schwärmen vor allem von 2 Dingen. Der ungeheuren Biodiversität, die man hier vorfindet, und von den unterschiedlichen Unterwasserlandschaften selbst. Hier gibt es fast alles: Berge und Täler, enge Kanäle, Steilwände, aber auch sandige Böden, die wie gemacht fürs Muckdiving sind. In vielen Schnorchel- und Tauchvideos wirst du vermutlich schon Anemonen und Clownfische gesehen haben. Ich denke, die folgenden Szenen belegen eindrucksvoll, wie groß hier die Vielfalt der verschiedenen Gattungen ist. Die Tentakel von Seeanemonen sind zunächst mal alle mehr oder weniger nesselnd und häufig auch stark klebend. Je nach Anemonenspezies mehr oder weniger. Das ist ein guter Grund für die meisten Fischarten, Anemonen besser aus dem Weg zu gehen. Ganz anders bei den unterschiedlichen Clownfischarten. Diese haben sich verschiedene Anemonenarten ausgesucht, in denen sie sich besonders wohlfühlen. Andere Anemonenarten meiden sie, sowie auch alle Arten von Nicht-Wirtsanemonen, die es ebenso gibt. Clownfische wenden einen Trick an, um sich vor den Nesselgiften zu schützen. Bevor ein Clownfisch in eine Anemone einzieht, berührt er sie vorsichtig mit verschiedenen Körperteilen. Dadurch bildet sich nach einigen Stunden Kontakt eine schützende Schleimschicht auf der Haut des Fisches. Diese Schicht schützt den Fisch vor dem Nesselgift der Anemone. Außerdem erkennt die Anemone ihre eigenen Clownfische an eben dieser Nesselgift-Schleimschicht und deswegen ergreift sie diese Fische nicht mit ihren Tentakeln, was sie mit anderen Fischen machen würde.
Clownfische und Anemonen profitieren gegenseitig voneinander. Die Fische leben geschützt in den giftigen Tentakeln, die sie vor vielen Fressfeinden bewahren. Im Gegenzug reinigen die Fische die Anemone und versorgen sie sogar mit Nährstoffen und Futterresten. Diese einzigartige Partnerschaft ist ein Paradebeispiel für das Gleichgewicht der Natur im Korallenriff. Auch diese Bangai-Kardinalbarsche, die sich gerne in flachen Gewässern wie Seegraswiesen und Mangroven aufhalten, suchen gerne Schutz in der Nähe von Anemonen, obwohl sie nicht immun gegen deren Nesselzellen sind. Wenden wir uns jetzt den farbenfrohen Krebsen, Krabben und Garnelen zu. Die Dekorateurkrabbe ist ein Verkleidungskünstler. Sie trägt bevorzugt Algen, Schwämme, Korallen und manchmal auch Seeigel auf ihrem Rücken. Hiermit schützt sie sich vor Lebewesen, die auf Krabbenfleisch stehen. Diese Dekorateurkrabbe ist scheinbar besonders gut gelaunt und lässt uns sogar zusehen, wie sie sich ein paar Snacks einverleibt. Auf Blasenkorallen oder auch im Sand finden wir die Orang-Utan-Krabbe. Sie wird ca. 4 cm groß und erinnert mit dem zotteligen Fell und vor allem ihrem Gehabe an den großen Namensvetter aus dem Regenwald. Transparente Garnelen leben häufig in Symbiose mit großpolypigen Steinkorallen, Anemonen oder sogar Fischen. Sie üben eine ganz besondere Faszination aus. Gebänderte Scherengarnelen trifft man häufig als Pärchen oder in Gruppen an. Sie verhalten sich stark territorial. Mit ihren langen Antennen und bunten Scheren putzen sie Fische und tragen zur Gesundheit des Riffökosystems bei. Seescheiden üben auf mich eine besondere Faszination aus. Es sind standorttreue Manteltiere, die sich fest an Felsen, Korallen oder andere harte Substrate heften und dort dauerhaft leben. Sie filtern, angetrieben durch pumpende Bewegungen, Plankton und organische Partikel aus dem Wasser und tragen so zur Reinigung und Nährstoffverteilung im Riff bei. Das Korallendreieck beherbergt eine Vielfalt an Meeresschwämmen in unterschiedlichen Farben und Formen. Besonders imposant sind die teilweise riesigen Vasenschwämme. Schwämme spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem, indem sie Wasser filtern, Nährstoffe recyceln und Lebensraum für viele Kleinstlebewesen bieten. Sie sind außerdem beliebte Rastplätze für Fische und auch Schildkröten. Außerdem sind Schwämme Nahrungsgrundlage für diverse Nacktschnecken. Gewisse Schneckenarten kommen ausschließlich auf gewissen Schwämmen vor. Der Fuß von Meeresschnecken ist eine weiche, aber bemuskelte Fläche, mit der sie sich langsam über den Meeresboden, Korallen oder Schwämme ziehen können. Schnecken können übrigens nicht richtig sehen. Sie haben nur sehr einfache Licht-Sinneszellen, mit denen sie Hell- und Dunkelkontraste erkennen können.
Dafür haben Schnecken fühlerartige Strukturen auf dem Kopf, die Gerüche und chemische Signale wahrnehmen, die sogenannten Rhinophoren. Sie können keulenförmig, gefiedert, gerillt oder spiralförmig sein. Einige Arten haben zusätzlich Oraltentakel zur Tastwahrnehmung und Orientierung. Das meist federartig verzweigte Etwas auf dem Rücken vieler Nacktschnecken sind die Kiemenbüschel. Mit ihnen atmen die Tiere, da sie keine Kiemenhöhlen im üblichen Sinne haben und deswegen ihre Kiemen außen tragen müssen. Um Nahrung aufnehmen zu können, haben Schnecken eine Raspelzunge, die Radula. Mit hunderten winzig kleiner Zähnchen darauf raspeln sie damit Nahrung von Algen, Gestein oder Korallen. Einige Arten bohren damit sogar ganze Löcher ausschwemmen und ernähren sich von diesem Material. Einige Schneckenarten können sogar Sonnenlicht als Energiequelle nutzen. Sie entfernen Zooxanthellen aus Algen oder Korallen, integrieren sie in ihre eigenen Zellen. Dann nutzen sie diese selbst zur Photosynthese und wandeln UV-Licht in Energie um. Das ist nicht unbedingt sehr nett, aber sehr effektiv. Die attraktiven Nacktschnecken sind zunächst mal völlig ungeschützt. Die auffällige Färbung weist allerdings bereits darauf hin, dass die Tiere nicht ganz wehrlos sind. Manche Schnecken lagern nämlich die Gifte ihrer Beute ein und nutzen sie zur eigenen Verteidigung. Frisst ein Fraßfeind eine solche Schnecke, frisst er ebenso die aufgenommenen Gifte. Wenn das Tier überlebt, wird es in Zukunft vermutlich einen großen Bogen um andere Nacktschnecken machen. Anglerfische, auch Frogfische genannt, gehören zu den faszinierendsten Tarnkünstlern der Ozeane. Mit ihrer warzigen Haut und oft knalligen Farben ahmen sie Schwämme oder Korallen täuschend echt nach. Dabei verharren sie meist regungslos, um nicht entdeckt zu werden. Jeder der folgenden Videoclips zeigt einen Anglerfisch. Du wirst dich schon etwas anstrengen müssen, um sie zu erkennen. Und jetzt stelle dir vor, du bist ein Taucher. Jede Wette, du wirst an den meisten Tieren einfach vorbeischwimmen, ohne sie als solche zu erkennen. Die größten Arten erreichen beeindruckende 40 cm, echte Schwergewichte unter den Tarnkünstlern. Andere bleiben winzig klein, wie dieser haarige Anglerfisch mit nur etwa 4 cm. Statt ihre Beute aktiv zu jagen, locken Anglerfische sie mit einer speziellen Köderflosse, ihrer Angel, direkt vor das große Maul. Schwimmt ein Opfer zu nah heran, schnappen sie in Sekundenbruchteilen zu, schneller als das menschliche Auge folgen kann. Anglerfische sind ein faszinierendes Beispiel für perfekte Tarnung, Anpassung und Geduld in der Unterwasserwelt. In den warmen Küstengewässern Indonesiens leben einige der geheimnisvollsten Bewohner des Meeres, Oktopusse. Hier sehen wir einen Langarm-Oktopus. Besonders faszinierend sind der Mimikry-Oktopus und sein naher Verwandter, der Wunderpuss. Beide Arten sind Meister der Täuschung, doch ihre Strategien unterscheiden sich deutlich. Der Mimikry-Oktopus ist wohl einer der größten Verwandlungskünstler der Unterwasserwelt. Er imitiert mit erstaunlicher Präzision die Gestalt anderer Tiere. Er kann sich wie eine giftige Schlange bewegen, wie ein flacher Rochen über den Sand gleiten oder wie ein giftiger Seestern verharren.
Der Wunderpus dagegen setzt weniger auf Verwandlung, sondern mehr auf sein spektakuläres Aussehen. Mit seinen markanten Streifen wirkt er fast wie ein Kunstwerk der Natur. Seine auffälligen Muster sind eine Warnung. Achtung, ich bin giftig. Er vertraut darauf, dass potenzielle Angreifer Abstand halten. Und genau das funktioniert erstaunlich gut. Die hier gezeigten Unterwasseraufnahmen habe ich mit einem Divefoc Unterwassergehäuse für Smartphones und dem passenden Zubehör wie Nasslinsen und Unterwasserleuchten aufgenommen. Wenn du dich dafür interessierst, in den Kommentaren findest du einen Affiliate-Link zu Divefoc. Damit erhältst du 6% Rabatt auf deinen Kauf und gleichzeitig unterstützt du unseren Kanal bei der Produktion weiterer Videos. Vielen Dank! Leider vergeht unsere Zeit auf dem Inselparadies Banka wie im Flug. Die Fahrt mit dem Speedboot zu unserer nächsten Destination, der Lembe Strait, vorbeigleitend an grünen Hügeln und kleinen Fischerdörfern, dauert circa eine Stunde. Die berühmt-berüchtigte Lembe Strait ist eine 16 Kilometer lange und 1 bis 2 Kilometer breite Meerenge zwischen dem Festland von Sulawesi und der Insel Lembe. Das Wasser ist hier meist ruhig und erstaunlich flach. Statt bunter Korallenriffe trifft man hier auf überwiegend schwarzen Vulkansand. Doch gerade dieser unscheinbare Untergrund macht die Strait zu etwas Besonderem. Er bietet den perfekten Lebensraum für seltene und bizarre Meeresbewohner. Die Anweisungen unseres lokalen Guides zum Tauchen in der Lembe Strait sind speziell und eher nichts für frisch gebackene Taucher. Konzentriert euch vor allem auf perfekte Tarierung. Vermeidet Schlamm aufzuwirbeln und nicht die Sicht zu ruinieren. Vermeidet es, wenn möglich, euch in den Sand zu legen. Okay. Nach den ersten Minuten unter Wasser ist uns klar wieso. Es gibt hier viele und viele unterschiedliche Skorpionfische. Skorpionfische gehören zu den skurrilsten Bewohnern des Riffs und gleichzeitig zu den gefährlichsten. Ihre langen Rückenstacheln enthalten ein starkes Gift, das für Taucher äußerst schmerzhaft sein kann. Die Tiere nutzen den Sand, um sich beim Jagen zu verstecken. Vorsicht ist also geboten. Das hier sind vermutlich Steinfischjungtiere. Sie haben ein besonders aggressives Toxin in ihren Stacheln. Auch die Rotfeuerfische gehören zu den Skorpionfischen. Mit ihren langen, fächerartigen Flossen wirken sie fast majestätisch. Sie sind trotzdem mit die gefährlichsten Räuber im Riff. Besonders eindrucksvoll ist es, wenn sie ihre Flossen wie ein Netz einsetzen, um kleinere Fische beim Jagen in die Enge zu treiben. Wenn dir unser Video bisher gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like. Und wenn du keine unserer Reisen verpassen möchtest, abonniere gerne unseren Kanal hier in YouTube. Deine Likes und Abos kosten dich keinen Cent und helfen mir wirklich, diesen Kanal weiter auszubauen und mehr von unseren Reisen mit euch zu teilen. Die ungewöhnlichsten Vertreter der Gruppe der Skorpionfische sind wohl die Schaukelfische oder Plattskorpionfische. Mit ihrer flachen Form und typischen Schaukelbewegung im Wasser ahmen sie ein treibendes Blatt nach. So bleiben sie perfekt verborgen, sowohl bei der Jagd als auch vor Fressfeinden. Den Stargazer, auf Deutsch Himmelsgucker, trifft man nur selten. Auch er ist ein furchteinflößender Jäger. Er vergräbt sich fast vollständig im Sand, nur die nach oben gerichteten Augen und das Maul ragen heraus. So lauert er regungslos, bis Beute in Reichweite kommt. Für die nächsten Minuten möchte ich euch einfach mal allein lassen. Mit einigen Eindrücken aus der völlig abgedrehten Unterwasserwelt hier in der Lembe Strait. Ach ja, falls ihr mal hierher kommen wollt, dann wundert euch bitte nicht, falls ihr die Tiere in einer Umgebung aus Flaschen, Autoreifen und sonstigen Müll seht, welche wir Menschen unachtsam ins Meer werfen.
Sepien, auch Cuttlefish genannt, gehören zu den intelligentesten wirbellosen Tieren. Sie können Probleme lösen, lernen und sich an bereits durchlebte Situationen erinnern. Sepien sind Meister der Tarnung. Mit speziellen Hautzellen können sie ihre Farbe, Muster und sogar ihre Oberflächenstruktur in Sekunden ändern. Sie verschmelzen mit dem Hintergrund und schlagen dann im richtigen Moment zu. Sie jagen mit ihren blitzschnellen Tentakeln, die wie Katapulte hervorstellen, kleine Fische, Krebse und Garnelen. Fühlen sich die Tiere bedroht, entleeren sie ihren Tintenbeutel ins Freiwasser. Die Tintenwolke versperrt dem Angreifer die Sicht und erlaubt der Sepia zu fliehen. Die flammende Sepia oder Prachtsepia findet man nur selten, aber sie ist ganz klar der Star. Sie wird nur etwa 8 cm groß und läuft mit ihren Armen und Flossen auf dem Meeresgrund, statt frei zu schwimmen. Den Namen haben sie durch die Farbshow erhalten, die sie veranstalten können. Wechselnde Warnfarben wie Gelb, Pink, Violett und Rot zeigen anderen Tieren an, dass die Prachtsepia besser nicht gefressen werden sollte. Ihr Fleisch ist ähnlich toxisch wie das Gift des blau geringelten Oktopus, den wir heuer leider nicht gefunden haben. Hier sehen wir eine Upside-Down-Qualle. Ihre Tentakel enthalten symbiotische Algen, die durch Sonnenlicht Photosynthese betreiben. Deshalb liegt und schwimmt sie auch kopfüber, um möglichst viel Licht und damit Energie abzubekommen. In flachen und vor allem strömungsarmen Gewässern tropischer Korallenriffe lebt eines der geheimnisvollsten Geschöpfe, das Seepferdchen. Mit ihren pferdeähnlichen Köpfen und dem aufrechten Gang wirken Seepferdchen wie Wesen aus einem Märchen. Seepferdchen sind schlechte Schwimmer. Zwischen den verzweigten Armen von Korallen oder anderen Dingen klammern sie sich deswegen gerne mit ihrem Greifschwanz fest, um nicht von der Strömung weggetragen zu werden. Sie ernähren sich von winzigen Planktonteilchen und kommunizieren untereinander durch subtile Farbwechsel. Übrigens, auch diese grazilen Seenadeln sind eng verwandt mit den Seepferdchen. Weitere Vertreter der gleichen Gattung wie die Seepferdchen sind Geisterpfeifenfische. Besonders faszinierend finde ich die gefiederten Formen. Sie erinnern an zarte Algen oder Korallenäste. Diese Tiere imitieren ihre Umgebung so perfekt, dass selbst erfahrene Taucher sie oft übersehen. Andere Arten schweben wie Blätter im Wasser, flach, breit und mit gezackten Rändern. Sie treiben scheinbar schwerelos durch Seegraswiesen und Korallenfelder, als wären sie Teil der Pflanzenwelt. Ein Wunder der Evolution und ein stiller Beweis dafür, wie raffiniert die Tarnung in der Natur sein kann. Den Flugknurrhahn findet man fast immer in Sandbereichen. Auffällig sind die riesigen flügelartigen Brustflossen, die wie bei Schmetterlingen aufgefaltet werden können. Die Bewegungen sind spektakulär, aber irgendwie auch unbeholfen und dienen dazu, Beute aufzuschrecken oder Feinde zu beeindrucken. Pegasusfische sind Kuriositäten der Tropenriffe. Sie laufen gemütlich über den Meeresboden und suchen dort nach kleinen Krebsen und Würmern.
Fangschreckenkrebse sind extravagante und extremst entwickelte Jäger. Sie haben riesige, facettenreiche Augen mit den komplexesten Sehorganen im Tierreich. Durch die beweglichen und steuerbaren, kugelförmigen Augen können sie die Umgebung in echten 3D wahrnehmen, ohne sich zu bewegen. Solltest du einem Fangschreckenkrebs begegnen, solltest du durchaus etwas vorsichtig sein. Aus der Reserve gelockt, drohen und attackieren diese Tiere sogar Menschen. Der Kokosnuss-Oktopus kann, anders als viele seiner Verwandten, Werkzeuge einsetzen. Er sammelt leere Muschelschalen oder Kokosnüsse und benutzt sie als Schutz oder als mobiles Versteck. Mit seinen Armen kann er diese auch wie ein Schild vor sich hertragen. Kofferfische erkennst du an ihrer rechteckigen Form, ähnlich einem Koffer. Ihr Körper ist von einer starren Knochenplatte umschlossen, die ihnen das charakteristische Aussehen gibt. Dieser Panzer schützt sie vor Fressfeinden, macht sie aber auch etwas unbeweglich. Um sich dennoch geschickt im Riff bewegen zu können, steuern sie fast ausschließlich mit den kleinen Flossen am Rücken und an den Seiten und gleiten elegant und fast schwebend durchs Wasser. Einige Arten können bei Gefahr ein Gift absondern, das für Fische tödlich sein kann. Trotz ihrer Abwehrmechanismen wirken Kofferfische friedlich und neugierig und sind deswegen immer wieder ein echtes Highlight beim Tauchen oder Schnorcheln. Unsere Reise durch 3 Destinationen im Korallendreieck hat uns gezeigt, wie unglaublich vielfältig und faszinierend die Unterwasserwelt hier ist. Von Schildkröten und Seepferdchen über farbige Korallen bis hin zu geheimnisvollen Tarnkünstlern. Jedes Lebewesen ist Teil dieses einzigartigen Ökosystems. Wir hoffen, dass euch diese Eindrücke inspiriert haben, selbst auf Entdeckungsreise zu gehen und die Natur mit Respekt und Achtsamkeit zu erleben. Wenn euch unser Film gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo auf unserem Kanal Scenic Holidays. So verpasst ihr auch unsere nächsten Abenteuer nicht. Vielleicht möchtet ihr sogar selbst eure eigenen Unterwasserabenteuer aufnehmen und benötigt hierzu Informationen und Inspiration. Auch hierzu möchten wir in Zukunft Videos auf diesem Kanal anbieten.